Stell dir vor, du beginnst deinen Tag so, dass du deine Entgiftungsorgane perfekt unterstützt. Was für eine Wertschätzung deinem Körper und deinen Entgiftungsorganen gegenüber. Bei Routinen ist es ja so, sie sind erst richtig geil, wenn sie zur Routine werden. Vorher ist es einfach anstrengend. Um es dir ein bisschen einfacher zu machen, zeige ich dir, wie du deine Morgenroutine so einfach wie möglich gestalten kannst. Für mich persönlich hat die Routine zwar Zeit und Geld gekostet, dafür hat sie mich frei von meinen ganzen Reizdarmproblemen gemacht und vielen weiteren Symptomen. Ja, die Morgenroutine beginnt mit dem Zitronensaft. Das ist einmal ein großes Glas Wasser, am besten Zimmertemperatur und eine halbe Zitrone reingepresst. Danach, 20 Minuten später, trinke ich meinen Selleriesaft. Dazu gibt es ein wundervolles Video. Und dann, 30 Minuten später, kommt der Schwermetall-Entgiftungssmoothie. Der Name ist schon eine Legende an sich und ich zeige euch jetzt, warum dieser Smoothie so eine Schlagkraft hat. Ja, warum haben wir in diesem Wort Schwermetall drin? Es ist so, dass wir durch unseren modernen Lebensstil einfach immer wieder in Berührung kommen mit Schwermetallen, aber auch Chemikalien und Toxinen. Wir nehmen diese Belastung über die Luft, über das Wasser, über Medikamente, über eine Impfung, Zahnimplantat. Oder wenn wir auswärts essen gehen, wissen wir nicht, ob die Pfannen, mit der der Koch kocht, da irgendwie Schwermetalle von sich gibt. Das heißt, es gibt einfach immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir damit in Berührung kommen. Und zusätzlich kommt noch, dass unsere Mütter auch schon belastet sind mit einem gewissen Anteil von Schwermetallen und dies über die Gebärmutter übertragen wird. Nach Anthony William können eben genau diese Schwermetalle für ADHS, ADS, Autismus, Depression, Zwangsstörungen, Stimmungsschwankungen, Alzheimer, Konzentrationsstörungen und Gedächtnisverlust führen. Toxische Schwermetalle ernähren gemäß Anthony William verschiedene Viren und Bakterien, wie zum Beispiel der Streptokokken, Candida, E. coli, C. difficile und H. pylori. Ja, und dies kann zu einem übermäßigen Wachstum in unserem Darm führen. Dies ist auch als SIBO bekannt, als Dünndarmfehlbesiedlung. Und diese Dünndarmfehlbesiedlung, die kann natürlich zu Blähungen, Bauchkrämpfen und verschiedenen Darmbeschwerden führen, wie Durchfall oder Verstopfung. Oder beides miteinander abwechselnd. Ja, und diese Darmprobleme, die führen dann zu Nährstoffmangel. Ja, und Viren wie das Epstein-Barr-Virus, wenn die gefüttert werden, dann produzieren sie Nebenprodukte. Und die sind toxisch für unser Nervensystem. Dies geht dann mit Symptomen einher wie Kribbeln, Taubheit, Müdigkeit, Angst, Herzklopfen, Ohrensausen, Schwindel, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen und eine Vielzahl anderer Symptome. Anthony William meint auch, dass mit der Zeit das Quecksilber sich aufbaut und immer giftiger wird. Und dies erklärt diesen enormen Anstieg von Depressionen, Gedächtnisverlust, Lernschwierigkeiten, Autismus und chronischen Erkrankungen, ganz zu schweigen von Krebs. Wenn sich Schwermetalle um Neurotransmitter ansammeln, dann entsteht ein Burnout, der sowohl auch emotional wie auch neurologisch wirkt. Schwermetalle neigen dazu, sich in verschiedenen Teilen des Körpers anzusiedeln. Also jeder Mensch hat eine ganz individuelle Mischung von diesen Schwermetallen, die sich miteinander verbinden und die giftige Mischungen bilden können. Und aus diesem Grund gibt es auch so verschiedene Symptome bei einer Schwermetallbelastung. Also haben wir den Grad der Oxidation und dann welche Krankheitserreger sich davon füttern. Diese Kombinationen sind so unterschiedlich, dass es super schwierig ist für den Patienten, aber auch den Arzt herauszufinden, wo jetzt die Ursache im Körper wirklich stattfindet. Also ist es essentiell wichtig, dass wir lernen, die Toxine gut ausleiten zu können. Und zwar, dass sie von Anfang an ausgeschieden werden, dass sie nicht irgendwo einen Umweg machen oder dann im Körpersystem irgendwie noch verloren gehen oder einen Zwischenstopp machen. Und dafür haben wir diesen Schwermetall-Entgiftungssmoothie. Auf Englisch Heavy Metal Detox Smoothie. Ja, und jetzt schauen wir an, was die Zutaten in diesem Schwermetall-Entgiftungssmoothie bewirken.
Wir haben 5 Zutaten in diesem Smoothie. Es sind wilde Blaubeeren, Koriander, Gerstengrassaftpulver, Spirulina und atlantische Dulse. Diese 5 Zutaten können zusammen als Team giftige Deponien auflösen und sie ausscheiden. Jetzt schauen wir an, was dieses Team genau macht. Wilde Blaubeeren holen gezielt Schwermetalle aus unserem Nervensystem. Das ist Gehirn- und Rückenmarkregion. Und sie füllen gleichzeitig die Lücken, die die Schwermetalle zurückgelassen haben. Daher ist es das beste Nahrungsmittel, um gegen Alzheimer vorzugehen. Wenn diese Deponien also aufgelöst wurden von den Blaubeeren, dann übernimmt das Korianderkraut. Und zwar umhüllt das Korianderkraut diese Schwermetalle. Das Gerstengras übernimmt es und bringt es weiter zur Spirulina und zur Dulse, die es gemeinsam zusammen über den Darm ausleiten. Gemäß Anthony William ist diese Art der Entgiftung so schonend und sogar für Schwangere, Säuglinge und Stillende geeignet. Wir dürfen bedenken, dass einmal gelöste Stoffe den Toxinen die Nahrungsmittel entziehen und sie dabei abschwächen, so dass Viren und Bakterienstämme nicht mehr groß werden können, sonst immer kleiner werden und ausgehungert werden. Also wirkt dieses Team komplett antiviral. Ja, und die meisten dieser Informationen sind der Wissenschaft noch nicht bekannt. Ihr könnt sie lesen in dem Buch Mediale Medizin und zwar auf Seite 358. Was enthalten die einzelnen Zutaten? Wir haben hier das Gerstengrassaftpulver. Dies enthält viele wertvolle Antioxidantien, Vitamine, Enzyme, Mineralstoffe, Bioflavonoide und Bitterstoffe. Es zieht Schwermetalle aus Milz, Darm, Bauchspeicheldrüse und den Fortpflanzungssystemen. Es bereitet das Quecksilber auf die komplette Aufnahme für das Spirulina vor. Ja, und Spirulina ist eine Mikroalge und besteht 60% aus Eisen. Sie zieht also Schwermetalle aus Gehirn, der Leber und dem zentralen Nervensystem. Das Korianderkraut erreicht schwer zugängliche Stellen, wo sich die Schwermetalle abgelagert haben. Und die wilden Blaubeeren ziehen die Schwermetalle aus dem Gehirn und füllen die entstandenen Lücken. Das finde ich so cool. Und das ist etwas, was man auch selber spüren darf, wenn man das über Wochen und Monate machen darf. Man ist plötzlich wieder konzentrierter. Bei mir verschwand der Brain Fog, die Schwindelattacken, die ich immer wieder hatte oder meine Konzentrationsstörungen. Und ich hoffe, dass mein Hirn noch viel, viel besser wird. Dass ich so mit 90 vielleicht noch 7 Studiengänge abgeschlossen habe. Und dann kommt die Dulse. Und die Dulse, die bindet alles Mögliche an sich. Quecksilber, Blei, Aluminium, Kupfer, Cadmium und Nickel und überwindet die Blut-Hirn-Schranke. Diese Lappentang-Dulse bindet dieses Quecksilber und lässt es nicht mehr los, bis es aus dem Körper ausgeschieden ist. Ja, und bei so einer Entgiftung werden sich die Deponien ja nicht einfach in Luft auflösen, sondern sie wandern durch unseren ganzen Organismus und werden schlussendlich über den Darm ausgeleitet. Und das kann immer mit Symptomen einhergehen. Und die Symptome sind unterschiedlich, genauso unterschiedlich wie die Schwermetallbelastung in unserem Körper ist oder welche Viren und Bakterien jetzt gefüttert werden. Und dieser individuelle Cocktail, da kann man nicht sagen, bei dem einen passiert das oder das, sondern es ist wirklich ein Erfahrungswert. Bei den einen ist es vielleicht ein Blähbauch oder leichte Bauchkrämpfe oder der Schwindel wird stärker oder man wird wirklich sehr müde, weil der Körper sich ausruhen muss. Oder bei manch anderen verstärkt sich der Tinnitus. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ja, und deswegen möchte ich dir auch ans Herz legen, diese Entgiftung sehr aufmerksam zu machen. Und informiere doch einfach deinen Arzt des Vertrauens oder deine Naturheilpraktikerin, sodass du gut begleitet bist. Du kannst dich auch an eine Ernährungsberaterin wenden, sodass du für dich wirklich weißt, hey, ich werde gut begleitet und wenn ich mir Sorgen mache, dann habe ich eine Anlaufstelle. Ja, ich bin super neugierig, was du für Erfahrungen mit dem Schwermetall-Entgiftungssmoothie gemacht hast. Schreibe sie doch sehr gerne unten in die Kommentare. Vielleicht auch, welche Symptome wurden stärker und von was schlussendlich hat er dich erlöst, von welchen Symptomen. Ich
liebe einfach solche Geschichten. Ich liebe es, wenn wir hier im Austausch sind. Deswegen schreib gerne unten rein, damit auch andere Menschen erfahren, okay, das könnte das sein oder das. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ermutigt und ich freue mich auf das nächste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein mega interessanter Fakt ist noch, die Menschen, die den Schwermetall-Entgiftungssmoothie trinken, die erkennen sich gegenseitig. Und zwar an ihrem Lächeln.